Cybersex. Ein Thema, bei dem die Meinungen ja oft stark auseinandergehen. Aber was sagen eigentlich die Fakten, die Daten? Genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Ist das jetzt eine harmlose Fantasie oder doch eine ernste Sucht? Um das zu klären, lassen wir die Schlagzeilen mal beiseite und konzentrieren uns voll und ganz auf die empirische Forschung. Also legen wir los. Um mal ein Gefühl für die Dimensionen zu bekommen, suchen Sie mal nach Cybersex oder Online-Sex. Sie werden Millionen von Treffern finden. Eine Analyse von Andreas Hill hat schon 2011 gezeigt, wie riesig das Interesse daran ist. Aber worüber sprechen wir hier überhaupt? Was ist Cybersex genau? Der springende Punkt, das sagen Forscherinnen wie Nicola Döring immer wieder, ist die Interaktion. Und genau diese Interaktivität, die ist der große Unterschied zum, sagen wir mal, passiven Konsum von Pornos. Das eine ist eine gemeinsame Erfahrung, das andere macht man eher für sich allein. Okay, aber wer macht das denn nun eigentlich? Wer sind die Menschen, die Cybersex nutzen? Werfen wir mal einen Blick auf die Demografie. Dazu gibt's eine ziemlich große Studie von Studer und seinem Team aus dem Jahr 2019. Die haben über 5000 Menschen befragt und dabei kam raus, ja, es gibt einen deutlichen Geschlechterunterschied. 88% der Männer, aber nur 56% der Frauen gaben an, das Internet für sexuelle Zwecke zu nutzen. Aber, und das ist wichtig, es ist eben nicht nur ein Männerthema. Die Forschung zeigt ganz klar, Cybersex wird von allen Geschlechtern genutzt, quer durch alle Altersgruppen, von der Jugend bis ins hohe Alter. Egal ob hetero oder homosexuell, und auch Leute in festen Beziehungen sind dabei. Die Nutzer sind also eine ziemlich bunte Truppe. Was treibt sie denn an? Warum machen sie das? Die Forschung hat hier im Grunde 3 Hauptmotive ausgemacht. Da hätten wir erstens die Steigerung, also um einfach mehr Aufregung zu erleben, Neues auszuprobieren. Zweitens die soziale Komponente, neue Leute kennenlernen, sich zugehörig fühlen. Und drittens, und hier wird's oft kritisch, die Bewältigung, also die Flucht vor Problemen im echten Leben. Und genau dieses letzte Motiv, das bringen Forscher oft mit einer problematischen Nutzung in Verbindung. Und damit sind wir bei der wohl wichtigsten Frage. Wo ist die Grenze? Wann wird aus normaler Nutzung ein echtes Problem? Vielleicht sogar eine Sucht? Schauen Sie sich diese Zahl an. 6%. Das klingt vielleicht erstmal nicht viel, aber dahinter steckt eine wegweisende Studie von Al Cooper und Kollegen und die ist schon aus dem Jahr 2000. Sie haben fast 10.000 Nutzer untersucht und kamen zu dem Ergebnis, nur bei diesem kleinen Teil, also bei 6%, fanden sie Anzeichen für zwanghaftes, süchtiges Verhalten. Das zeigt also, es gibt einen Riesenunterschied zwischen wird oft genutzt und ist pathologisch. Der entscheidende Punkt in der Forschung ist also nicht, was jemand tut, sondern welche Folgen es hat. Geht die Kontrolle verloren? Leidet das normale Leben, der Job, die Familie darunter? Das sind die Knackpunkte. Und schon damals haben Forscher gesagt, wer mehr als 20 Stunden pro Woche damit verbringt, der bewegt sich in einem kritischen Bereich. Man muss aber auch fairerweise sagen, das Feld ist noch in Bewegung. Die Forscher Veri und Billieux haben noch 2017 darauf hingewiesen, dass es in der Wissenschaft noch gar keinen richtigen Konsens gibt, wie man problematisches Cybersex-Verhalten genau benennen und einordnen soll. Okay, die Wissenschaft diskutiert also noch. Aber wie hat denn die Medizin auf dieses Phänomen reagiert? Das ist eine ziemlich interessante Entwicklung. Bis vor kurzem, also vor 2022, gab es im offiziellen Krankheitskatalog, dem ICD-10, gar keine spezifische Diagnose dafür. Das hat sich erst mit dem neuen ICD-11 geändert. Seit 2022 gibt es jetzt ganz offiziell die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Und was bedeutet das? Das gibt Ärzten und Therapeuten jetzt klare Kriterien an die Hand. Es geht darum, ob jemand immer wieder die Kontrolle verliert, ob Sex zum zentralen Lebensinhalt wird und man trotz negativer Konsequenzen weitermacht. Es geht um den Leidensdruck für die Person selbst, für die Familie, den Beruf und nicht um irgendein moralisches Urteil. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, woher weiß man das alles so genau? Naja, die Wissenschaftler verlassen sich da nicht auf Bauchgefühle. Sie nutzen kontrollierte Experimente, so wie hier in dieser Studie von 2016. Da wird dann ganz objektiv gemessen, wie Körper und Psyche auf sexuelle Reize reagieren. So kommt man von reinen Vermutungen zu harten Fakten. Was wir also sehen:
Die Forschung gibt uns ziemlich klare Werkzeuge an die Hand, um zwischen einer normalen Nutzung und einem zwanghaften Verhalten zu unterscheiden. Aber die große Frage, die bleibt und die wir uns alle als Gesellschaft stellen müssen, ist: Wo ziehen wir die Linie? Was ist noch gesunde sexuelle Neugier? Und wo fängt schädlicher Zwang an? Gerade weil unsere digitale und echte Welt immer mehr verschmelzen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich diese Analyse mit mir angesehen haben.